Die Version 0.1.3 ist gerade erschienen und macht Grounded 2 ein kleines Stückchen besser. Was hat es mit der Version 0.1.3 geändert? Das erzähle ich dir in diesem Video. Sollte es bei der aktuellen Version von Grounded 2 zu Problemen kommen, dann solltest du einen ersten Blick in die Spielreparaturen werfen. Es wurden, zur schnelleren Abhilfe, ein paar Neuerungen eingebaut. In der Spielreparatur kannst du aktuell die Insektenstandorte bereinigen, also dafür sorgen, dass alle Insekten wieder auf ihren Startpunkt zurückgesetzt werden. So bekommt man im Zweifel eine Wolfsspinne aus dem Haus, wenn die einfach eingezogen ist, keine Miete zahlt und auch nicht mehr den Weg nach draußen findet. Pläne in der Nähe abbrechen hilft dir, wenn du Baupläne nicht mehr abreißen kannst. Hast du deinen Rucksack verloren und kommst da nicht mehr dran, weil er an einer unzugänglichen Stelle liegt oder ein fetter Skorpion den an seinem Stachel hängen hat, dann kannst du den Rucksack in die Nähe des Startpunktes zurückholen. Das geht aber nur einmal pro geladenem Spielstand. Du kannst auch noch deinen Buggy zurück zum Nest schicken, egal wo und in welchem Zustand er sich befindet. Auch lohnt es sich, einen Blick auf die vielen von mir bereits produzierten Videos rund um Grounded 2 zu werfen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere gerne meinen Kanal. Es wurden mehrere Absturzszenarien behoben. Solltest du aber weiterhin Spielabstürze haben, so melde das bitte an die Entwickler. Nur so kann man an dem Problem arbeiten. ORC-Kreaturen sollten nun nicht mehr in der Spielwelt herumlaufen, sondern stets auf ihrem Posten bleiben. Im Kampf kann es manchmal zu doofen Störungen kommen. So soll die Gottesanbeterin während ihres Sprungangriffs mitten in der Luft eingefroren sein. Auch sollte behoben worden sein, dass du nach dem Laden des Spiels nur 2 Mutationen ausgerüstet hast. Du hattest das Gefühl, dass Gegenstände und Ausrüstungsteile plötzlich verschwunden sind? Vielleicht hast du schon an dir selber gezweifelt, aber das musst du nicht. Es ist wirklich so, dass Gegenstände einfach verschwunden sind und ja, auch dieser Fehler sollte nun behoben sein. Die Schneckenhäuser sind wohl bislang, wenn du eine Schnecke aus ihrem Haus gezerrt hast, einfach stehen geblieben. Das führt auf Dauer zu einer Menge Schneckenhäuser, die einfach nur in der Gegend leer herumstehen. Nun verschwinden Schneckenhäuser nach 24 Stunden. Das ist insoweit wichtig, da du für den Abbau eines Schneckenhauses einen Stufe 3 Hammer bräuchtest, den es aber aktuell noch gar nicht gibt. Das soll im Winter-Update eingebaut werden. Um eine Fackel zu nutzen, während du auf deinem Buggy sitzt, musst du nur die Taste V drücken. Du kannst dann die Fackel auswählen, sofern du sie vorher in deiner Schnellzugriffsleiste gelegt hast. Xbox-Nutzer müssen dafür die Taste LB nutzen. Vielleicht hast du den Mix-Air unter dem Skateboard schon gefunden. Wenn du das Mix-Air-Event bislang vor dem ORC Receiver Quest gemacht hast, gab es mitunter Probleme bei der Anerkennung von Questlösungen. Auch dieses Problem soll nun behoben sein. Wundere dich bitte nicht, wenn in deiner Basis plötzlich wieder Grashalme und anderes bereits Abgeholztes wieder erscheint. Durch das Update wurden abgeholzte Gegenstände reaktiviert. Einfach noch einmal die Axt schwingen und deine Basis sollte wieder frei von störendem Grünzeug sein. Wenn du jetzt eine ORC-Kreatur besiegst, bekommst du auch dessen Kreaturkarte wieder automatisch in deiner Übersicht, selbst wenn du vorher vergessen hast, sie mit X und dem Pieper kurz zu scannen. Rost wird jetzt korrekt als Ressource angezeigt. Allerdings bleibt das Problem des fehlenden Stufe 3 Hammers für den Abbau. Aber das bringt uns zum Omnitool. Bislang stand die Tastaturbelegung für das Omnitool und Interaktion in Konflikt. Ich selber hatte schon in einem Video darüber gesprochen, dass diese Doppelbelegung etwas problematisch wird, wenn man etwas mit dem Omnitool abbauen kann und direkt darüber etwas mit Interaktion ist. Dieses Problem soll nun auch behoben sein. Ich bin gespannt. Du kannst jetzt auch das Problem mit den wenigen Daumen beheben, die dieses Video aktuell hat. Gib dem Video, wenn es dir gefällt, gerne einen Daumen rauf. Einige Probleme rund um das Thema Verdopplung von Ressourcen wurde behoben. Auf YouTube gab es zahlreiche Videos, die dir zeigten, wie du diese Fehler ausnutzen konntest. Diese Möglichkeit soll nun nicht mehr funktionieren. Es gab vereinzelt Kreaturen, die ohne Textur durch den Park gezogen sind. Auch gab es einige Verbrauchsmaterialien, die unbegrenzt lange hielten. All das soll nun der Vergangenheit angehören. Es hat ein paar Änderungen im Backend gegeben. So soll sich die Leistung zur Vorgängerversion 0121 um 30% gesteigert haben. Es gibt jetzt nur noch 10 Speicherstände, was die Leistung ebenfalls verbessern soll. Hast du noch mehr Spielstände, dann empfiehlt es sich, diese zu löschen, gerade wenn du noch Performance-Probleme hast. Bei eifrigen Spielern können noch mehrere hundert Spielstände die Performance des Spiels belasten. Hattest du in der Vergangenheit Probleme, gegen den mysteriösen Fremden zu kämpfen, dann soll dieses Problem genauso behoben worden sein, wie dass der Durchgang zur Ice Area nach dem Speichern und Laden blockiert wurde. Dein Buggy verschwindet aber immer noch, wenn du die Ice Area auf dessen Rücken betreten möchtest.
Aber ein beherzter Rückruf mit der Taste T sollte funktionieren, wenn du den Eisbereich wieder verlassen hast. Es wurden noch ein paar Kleinigkeiten behoben, wie zum Beispiel diverse Roboterstimmen der Teenager oder Probleme, sich mit dem Microsoft-Konto anzumelden. Wir warten natürlich gespannt auf das Herbstupdate, denn dann wird endlich japanischer Text eingebaut. Ist natürlich nur Quatsch, denn dann kommt der neue Parkboss in Form einer niedlichen, übergroßen Spinne, ein neues Gebiet wird freigeschaltet und neue Waffen, Rüstung und Möbel werden unserer Spielwelt erweitern. Wann genau das erste große Update kommt, ist aktuell aber noch nicht offiziell bekannt. Auch kann sich an der Roadmap noch einiges ändern. So wurden bereits neue Gebiete in den kommenden Updates gestrichen. Ich versuche weiterhin neue Informationen aufzutreiben und werde dich, sofern du meinen Kanal abonniert hast, über Neuerungen und Neuigkeiten auf bekanntem Wege informieren. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei Grounded 2.